Ich modelliere einen Fisch, welchen ich als Wasserspeier in einem Gartenteich benutzen möchte. Solch einen Fisch muss man am besten von innen hohl herstellen und das gelingt uns am besten mit einer Gipsform. Ich muss diese Form erst herstellen und dafür mache ich hier ein volles Modell oder einen halben Fisch. Ich versuche halbwegs die Proportionen oben wie unten gleichmäßig zu machen und lasse den gleich hier auf diesem Tisch liegen, dichte unten die Ränder ab zum Boden hin und wenn ich soweit zufrieden bin, dann baue ich mit Holzplatten, die hier in diesem Fall beschichtet sind, eine Kiste drumherum, die ich dann mittels Schraubzwingen zusammendrücke und hier kann ich dann Gips hineingießen. Wie das mit dem Gips geht, das ist vielleicht wirklich mal Thema für ein anderes Video. Also hier hinein kommt dann der flüssige Gips und es entsteht solch eine Form, wenn die Hölzer wieder weg sind und in der Thunfisch herausgemacht wird. Man kann alle möglichen Fischformen sich bauen. Ich habe bei mir in der Werkstatt 5 Stück eigentlich, alle ein bisschen verschieden. Und ich zeige euch jetzt, wie ich aus solch oder mit solch einer Form einen Fisch, der innen hohl ist, herstelle. Innen hohl, weil ich ja Wasser hineinleiten möchte, damit er Wasser ausspuckt. Die Gipsform ist getrocknet und ich mache mir aus Ton, möglichst schamottierter Ton, eine Platte, die hier locker hineinpasst und jetzt drücke ich den Ton richtig fest an die Gipsform an. Jetzt nochmal mit dem Handballen, kann ruhig überstehen, der überschüssige Ton. Und mittels eines Teigschabers nehme ich jetzt das, was zu viel ist, weg. Schön darauf achten, dass die Wandstärke vom Fisch stark genug ist, dass man später Fläche hat, um die zwei Hälften zusammenzufügen. So, und das muss ich jetzt eine Weile trocknen lassen, bis sich der Ton vom Gips löst. In der Zwischenzeit, deswegen habe ich viele Formen, mache ich die anderen Formen auch voll mit Ton, aber darum soll es jetzt mal in diesem Video nicht gehen. Nach einer Weile ist der Ton angezogen oder etwas getrocknet und ich muss ihn herausholen. Ich kenne 2 Methoden. Entweder ihr haut mit der Form auf den Tisch, am besten ein Tuch dazwischen, damit die Form nicht kaputt geht, oder aber ihr haut mit der Handkante auf die Form. Dadurch beschleunigt die Form schneller als der Ton, der innen ist, und er löst sich. Vorne ist er lose und hier ist schwierig, mal schauen. So, das heißt, hier vorne ist er schon ab, aber der Schwanz hängt noch fest. Ich behelfe mir schnell mit meinem Universalwerkzeug, der Lötlampe. Aber passt auf, dass ihr den Gips nicht trifft. Gips geht ab 70 Grad Celsius kaputt. So, 2 Schläge und raus ist das Ding. Ich decke diesen Fisch ab, diese Hälfte, und
stelle gleich die zweite Hälfte her. Seht ihr, wenn ihr in die falsche Richtung zieht, ihr müsst immer in Richtung der Form ziehen, sonst löst ihr den Ton. So, und nach einer Weile ist auch die zweite Hälfte fertig und ich kann das Modellieren des eigentlichen Fisches beginnen. Zuerst werden die Hälften zusammengefügt, dafür nehme ich hier so einen Kratzbesen und raue die Oberflächen, die sich miteinander verbinden sollen, an. Jetzt habe ich hier so ein Schaumstoffkissen, da kann ich runde Sachen ablegen, ohne dass sie sich allzu sehr eindrücken. Jetzt nehme ich Schlicker von dieser Tonsorte und streiche die Flächen gut ein. Beim Zusammendrücken zählt jetzt nicht Druckkraft, sondern dass ihr etwas hin und her rutscht. Ihr merkt, wenn das aufhört gut zu rutschen, dann ist es meistens auch fest und ihr könnt die Naht mit dem Finger verstreichen. Und hier kommt dann zu tragen, ob der Fisch, den ihr am Anfang mit der Gipsform, vor der Gipsform hergestellt habt, gleichmäßig ist. Das klappt nicht immer. Seht ihr hier unten am Schwanz der untere Teil? Das biege ich dann immer in die Richtung um, wo es etwas fehlt. Denn nur wenn die Form absolut symmetrisch wäre, dann passen die Hälften exakt aufeinander. Aber es ist Handarbeit und das stört nicht weiter. Also rundherum etwas vermitteln und fertig ist der Fischkörper, der innen hohl ist. Beginnen wir mit der Rückenflosse. Aufsetzen, rubbeln und verstreichen. Keine große Sache. Jetzt mache ich die anderen Flossen. Dafür mache ich 2 gleich große Kugeln. Und diese Kugeln drücke ich jetzt zu flach gedrückten Tropfen. Und die kommen jetzt als Flossen hier unten dran und werden später auch im Ofen als Beine dienen, also dass der Fisch stehen kann. Auch innen zum Körper hin gut verstreichen. Immer Schlicker nehmen und so lange rütteln, bis man merkt, es greift. Es schadet nichts, etwas von der Flosse auf den Körper vom Fisch zu verstreichen, damit die Verbindung wirklich fest ist. Und hier innen, wo es wirklich niemand sieht, kann man das richtig großzügig machen. Und jetzt kann unser Fisch schon stehen. Kommen wir zum Kopf. Ich drücke mit einem Modellierholz ziemlich derb hinein und verstreiche die Kanten.
Kommen wir zu den Augen. Damit die später nicht abfallen, mache ich vorher Löcher in den Kopf und forme dann kleine Regentropfen. Mache an die Spitze etwas Schlicker und kann die dann hineinstecken. Das ist ein bisschen groß. Damit der Fisch dann sehen kann. So, festdrücken, etwas rubbeln. Und 2 Pupillen hineindrücken. Der Mund ist etwas anders, als man es erwartet, aber es soll ein Wasserspucker werden, der dann ein rundes Loch an dieser Stelle hat. Deswegen forme ich den Mund eigentlich nur so aus einem Stück aufgesetzten Ton. Ich muss mal die Bohrer holen. Das sind 2 Lochschneider hier. Und jetzt kann ich hier vorne für den Wasseraustritt ein Loch machen. Und unten brauche ich jetzt noch die Stelle, wo der Schlauch angeschlossen wird oder man den Fisch auf ein Rohr stecken kann. Man kann ihn auch später im Garten als fliegender Fisch hier auf ein Holz oder auf einen Stock im Beet anordnen. Er muss ja nicht unbedingt für den Brunnen sein. So. Und dadurch, dass ich jetzt hier unten diesen Klumpen dran gemacht habe, habe ich einfach etwas mehr Material, um die Stelle dann, wo das Rohr oder der Schlauch in den Fisch hineingeht, abzudichten. Jetzt kommen noch etwas Dekoarbeiten. Ich mache hier die Flossen etwas mit Rillen und in den Körper drücke ich hier mit so einem Teil von einem Stift ein paar Kugeln, die ich dann später einfach nur bunt glasiere. Ja, und soweit sind wir dann fertig schon. Wenn der Fisch richtig trocken ist, wird glasiert und nach dem Brennen geht's ab in den Teich.